We are TUM. 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 Laut Bundesarbeitsministerium ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen im vergangenen Jahr auf 132 Millionen Tage gestiegen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von We Are TUM, in der wir über ein wichtiges Thema sprechen, das auch viele von uns betrifft: psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Mein Name ist Clarissa Ruge und heute wollen wir uns anschauen, welche Strategien es gibt, trotz Leistungsdruck und Stress auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Zu diesen Themen treffe ich den Inhaber unserer Professur für Psychology and Digital Mental Health Care, David Ebert, und Johanna Schmickler, die ein studentisches Projekt zur Schlafhygiene betreut. Gleich zu Beginn spreche ich mit Kirsten Knipfer. Sie ist Privatdozentin am Lehrstuhl für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement und eine der Organisatorinnen des Mental Health Days. Hallo Frau Knipfer. Die TUM hat sich in diesem Jahr zum 3. Mal am Mental Health Day, einem weltweiten Aktionstag zu mentaler Gesundheit, beteiligt. Was war Ihre Hauptmotivation, den Tag an der TUM zu organisieren, und warum am Institute for Lifelong Learning? Ja, das ist richtig. Schon seit 3 Jahren bieten wir immer am 10. Oktober einen Aktionstag zum Thema mentale Gesundheit an. Ich leite ja den Bereich People Development am TUM Institute for Lifelong Learning und wir haben uns eben den Auftrag gegeben, Weiterbildungs- und Qualifizierungsformate zu entwickeln, die alle Mitarbeitenden der TUM dabei unterstützen, gut, gerne und eben auch gesund an der TUM zu arbeiten. Können Sie kurz die Highlights hervorheben? Ja, also ganz konkrete Hands-on-Formate, wo wir konkrete Impulse setzen wollen, Strategien vermitteln wollen, um mentale Gesundheit zu stärken. Gleichzeitig haben wir einige wenige Veranstaltungen entwickelt, die sich gezielt an Führungspersonen richten. Und denen kommt ja eine besondere Verantwortung zu. Sie müssen einerseits auf ihre Mitarbeitenden schauen, vielleicht Belastungen frühzeitig sehen, wahrnehmen, dann auch Strategien unternehmen. Gleichzeitig stehen die selbst auch unter Druck. Und das merke ich in den Führungsworkshops, die ich selbst gebe, dass unsere Führungspersonen auch auf sich schauen müssen. Jetzt ist es natürlich nicht einfach, alles einzugrenzen, aber psychische Gesundheit ist jetzt auch ein sehr großes Feld. Können Sie so ein paar Beispiele nennen, wo Sie sagen, da setzen wir an? Wir versuchen alles zu behandeln, also weil Stresserleben sehr individuell ist. Und ich glaube, das vermitteln dann auch viele der Workshops und Kurzvorträge. Psychische Belastungen können sich völlig unterschiedlich äußern. Die gleichen Anforderungen in vergleichbaren Jobs können bei der einen Person zu Symptomen des Burnout führen. Eine andere Person erlebt das als spannend, als herausfordernd, fühlt sich so ein bisschen rausgekitzelt. Da muss man wirklich ganz individuell Strategien vermitteln und es ist auch am Individuum, an jeder einzelnen Person selbst, für sich die Grenze zu ziehen. Gab es bei der Zusammenstellung des Programms einen Fokus auf konkrete Strategien zur Stressbewältigung im Berufsleben? Unsere Grundstrategie war, an dem ganzen Tag Expertinnen und Experten zu Wort kommen zu lassen, die sich wirklich gut auskennen. Was dazu kommt, ist, dass wir dieses Jahr erstmalig 2 neue Austauschformate im Programm hatten. Da ging es uns weniger darum, Wissen zu vermitteln oder Strategien zu vermitteln, sondern Mitarbeitende in den Austausch zu bringen. Zum einen ein Format, wir nennen das kollegiale Fallberatung, wo man eigene Fälle mitbringen kann, Herausforderungen diskutieren kann, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig haben wir den Tag abgeschlossen mit einem neuen Netzwerkformat für alle, die unsere Ausbildung Mental Health First Aid mitgemacht haben. Da wollen wir mittelfristig eine Community of Practice von Personen, die vielleicht in sehr herausfordernden Rollen an der TUM tätig sind, beispielsweise in der Beratung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum Sie? Weil Sie kommen aus der Arbeits- und Organisationsforschung. Und woher kommt eben Ihr persönliches Interesse an mentaler Gesundheit? Also ich bin ja qua Ausbildung Psychologin. Ich habe Psychologie studiert, eben weil mich das Verhalten
von Menschen besonders interessiert. Und in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit im Bereich People Development am TUM Institute for Lifelong Learning, da stellen wir auch die Menschen in den Mittelpunkt. Und jetzt habe ich eben als Leiterin dieses Bereichs die großartige Chance, tatsächlich was zu verändern und zu gestalten. Das Thema mentale Gesundheit ist tatsächlich vom ersten Tag an ein ganz wichtiges Element, ein Schwerpunkt in unserem regelmäßigen Semesterprogramm. Also wer am Aktionstag keine Zeit hatte, der kann sich umschauen. In unserem offenen Kursprogramm, zum Beispiel bei TUM Horizons, da ist das Thema ganz fest verankert. Sie sagen ja, über diesen Tag hinaus wird unterstützt. Gibt es langfristige Maßnahmen oder Programme? Es gibt tatsächlich an der TUM ein größeres Angebot, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen mag. Und ich nenne jetzt mal exemplarisch TUM Gesund und die Kollegin Marion Friederich, die zum Beispiel mit den Gesundheitstagen an allen Standorten einmal im Jahr ja auch die Möglichkeit bietet, Workshops zu machen, Vorträge anzuhören. Wir haben unser HR6, die Einheit für Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement, und wir sind da in einem guten Austausch und ich denke auch auf einem guten Weg, Synergien zu schaffen. Einfach nochmal den praktischen Tipp. Ich habe den Tag nicht mitbekommen, aus zeitlichen Gründen, wie auch immer. Was kann ich jetzt tun, wenn Sie mich neugierig gemacht haben? Also unbedingt auf unsere Website schauen. Auf der Startseite der TUM findet sich der Reiter ganz oben, lebenslanges Lernen. Da mal draufklicken, Angebote für Mitarbeitende und in unserem offenen Kursprogramm stöbern. Sowohl bei TUM Horizons wie auch in den anderen Programmen für die verschiedenen Zielgruppen findet sich das Thema. Können Sie das noch in wenigen Worten sagen, wann ich mich am besten wie anmelde? Ja. Wir starten immer mit dem neuen Semester in ein neues Semesterprogramm und wenige Wochen vor Vorlesungsbeginn ist Anmeldestart für unsere Kurse bei TUM Horizons. Das heißt, fürs laufende Wintersemester war der Anmeldestart bereits. Die Kurse sind gut nachgefragt, aber es gibt durchaus während des laufenden Semesters gute Chancen, auch nochmal einen Workshop wahrzunehmen. Wir haben eine ganz tolle TUM Leadership Toolbox im Aufbau, eine Online-Datenbank, wo man sich einmalig registrieren muss und dann Zugriff hat auf Fragebögen, Checklisten, Leitfäden, Fachartikel. Also man kann ja durchaus auch sich selbst einlesen in das Themenfeld. Und wer lieber Podcasts hört, der darf unseren Podcast Gesunde Führung auch anhören, wo wir auch nochmal speziell für Führungspersonen wichtige Informationen zusammenfassen, aber auch, wenn man so will, technisch formale Informationen. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin war lange erkrankt, kehrt jetzt zurück. Und wie gehe ich damit um? Was sind da wichtige Schritte? Wahnsinnig viele interessante Tipps und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Gelegenheit. Dankeschön. Zur neuesten Forschung im Bereich Psychologie trägt David Ewert bei. Er ist seit 2021 Professor an der TUM und erzählt uns hier, welche Themen er erforscht und warum diese so zukunftsweisend sind. Herr Ewert, hallo. Hallo. Sie sind seit 21 hier bei der TUM und zwar als Professor für Psychology and Digital Mental Health Care. An welchen Themen forschen Sie? Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Und den Begriff, können Sie den kurz erklären? Na klar. Ich beschäftige mich im Wesentlichen mit der Entwicklung und Evaluierung von digitalen Interventionen zur Prävention und Behandlung psychischer Störungen. Das heißt im Wesentlichen, dass wir konkrete Programme entwickeln, entweder internetbasierte Programme, so wie Webkurse über mehrere Wochen oder auch Apps auf dem Handy, mit denen wir Betroffene dabei helfen, entweder psychischen Symptomen vorzubeugen oder, wenn schon eine Diagnose vorhanden ist, die tatsächlich darüber zu behandeln. Okay, jetzt jemand, der sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt, vielleicht noch ein bisschen plastischer. Wem wollen Sie helfen, wie und warum? Wem? Wem? Dem Großteil der Bevölkerung, insbesondere denen, die schon angefangen haben, irgendwelche Arten von psychischen Symptomen zu haben, sei das Niedergeschlagenheit, Angespanntheit, andauernde Sorgen, Schlafschwierigkeiten, Ängste, bis hin zu Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Und was genau machen Sie dann? Also das ist dann die digitale Intervention, richtig? Genau. Normalerweise behandelt man in der bisherigen Gesundheitsversorgung, werden psychische Erkrankungen entweder mit Medikamenten oder mit Psychotherapie behandelt. Was ich mache, ist, dass Psychotherapie sind Methoden. Wir versuchen, diese Methoden so aufzubereiten, dass wir über irgendwelche Online-Kurse, man schaut sich Videos an, man beantwortet Fragen, man reflektiert, dort neue Techniken und Strategien lernt und versucht, die im
Alltag auszuprobieren und sozusagen psychotherapeutische Methoden lernt, selber anzuwenden und so der Herr seiner eigenen Behandlung letztendlich wird. Das heißt, es ist wenn man so will, ein ganzheitlicher Ansatz. Also Sie würden dann auch mit Ärzten zusammenarbeiten und eine Art App, oder wie kann ich mir das vorstellen, werde ich dann in dem Tag noch unterstützt durch die digitale Intervention? Die meisten unserer Programme sind tatsächlich Standalone-Lösungen, die Betroffene im Wesentlichen eigenständig durchführen können. Dabei werden sie meistens begleitet durch einen Psychologen online, der sich das dann anschaut, was sie gemacht haben, ob sie sich zu viel vorgenommen haben oder ob die Leute in die Krise kommen und dann sie aber im Wesentlichen dabei unterstützt, dran zu bleiben. Man kann sich das vorstellen wie dann so ein Fitnesscoach. Und in Kombination mit Ärzten, die meisten Ärzte können es verschreiben, aber die Behandlung erfolgt dann im Wesentlichen online. Und welche Art von Krankheitsbild ist da die digitale Intervention am besten geeignet? Also das Ganze ist noch ein verhältnismäßig junges Feld. Inzwischen gibt es hunderte randomisiert klinische Studien, die die Wirksamkeit überprüft haben. Ich muss sagen, dass für die meisten Bereiche, ob das Depressionen sind, ob das Sozialphobien, Panikstörungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, dass man für all das schon sehr vielversprechende Befunde gefunden hat. Warum sind diese Themen jenseits der Universität so wichtig? Wir wissen, dass bis zu 50% aller Erwachsenen irgendwann im Laufe ihres Lebens einer psychischen Störung erkranken, aber nur ein Bruchteil tatsächlich in Behandlung ist. Und die in Behandlung sind, da vergeht es meistens mehrere Jahre, bis sie endlich den Schritt wagen, dorthin zu gehen. Und der Großteil von denen bekommt dann wiederum ausschließlich medikamentöse Behandlung und keine psychotherapeutische. Und wirklich nur ein minimaler Anteil der Betroffenen erhält psychotherapeutische Unterstützung. Was macht Sie besonders vielversprechend im Vergleich eben zu traditionellen Ansätzen? Leute zu erreichen, die sonst nichts in Anspruch nehmen, aber eben auch Leute früher zu erreichen. Im Schnitt dauert es oft 6 bis 8 Jahre, bis Leute in Behandlung gehen. Und wir konnten klar zeigen, dass wir mit unseren Ansätzen die Leute viel früher kriegen. Gleichzeitig sind solche Ansätze auch viel leichter in den Alltag zu integrieren. Sie können zeitlich und örtlich unabhängig genutzt werden und eigentlich ist es total arbiträr, wie wir Psychotherapie machen. Wir gehen einmal in der Woche irgendwo hin, besprechen dann für 50 Minuten was und gehen dann wieder nach Hause. Aber den Großteil der Woche sind wir zu Hause alleine, wo eigentlich Änderungen stattfinden sollen. Und mit unseren Ansätzen haben wir die Möglichkeit, die Leute in ihrem Alltag tatsächlich zu unterstützen. Klingt alles wahnsinnig interessant. Vielleicht kann ich es mir besser vorstellen, indem Sie mir jetzt ein Beispiel geben von einem fiktiven Patienten oder Untersuchung, wo Sie sagen, das ist jetzt der digitale Ansatz und deswegen ist er wirksam. Können wir jetzt mal so im Kopf so einen Tag durchgehen oder eine Woche? Also es geht erst mal los, Frage, wie kommt man dahin? Inzwischen, nachdem das lange sehr innovativ war, kann man es in Deutschland inzwischen vom Arzt verschrieben bekommen, geht irgendwie zum Arzt, der verschreibt einem ein Rezept für eine digitale Gesundheitsanwendung, so heißt das. Dann beginnt man damit und loggt sich ein, entweder online über den Browser oder übers Handy und geht dann in der Regel mindestens einmal pro Woche Lektionen durch, wo man Neues erfährt, wo man über seine Problematik reflektiert und konkrete Strategien vorgeschlagen bekommt, in der Woche auszuprobieren. Die probiert man über die Woche dann aus, berichtet darüber, dann im Smartphone-Tagebuch, was man gemacht hat, wie das geklappt hat, etc. Und das Ganze schaut sich dann online meistens ein Psychologe an, ob man sich zu viel vorgenommen hat, überfordert ist oder noch irgendwelche Hilfestellungen braucht. Und dann loggt man sich irgendwann wieder ein, reflektiert, wie das geklappt hat, erarbeitet möglicherweise Schwierigkeiten dabei und bearbeitet eine neue Lerneinheit. Aber, es gibt ja überall ein Aber, wo sind die digitalen Ansätze weniger wirksam? Was wir sagen können, ist auf jeden Fall, wo es bisher weniger Evidenz gibt. Also das heißt, dass wir noch nicht so viel dazu wissen, wie wirksam es ist und wie es wirksam gestaltet werden kann. Das heißt nicht, dass es da nicht wirkt, aber wir wissen zum Beispiel wenig bei manischen Symptomen, bei bipolaren Störungen mit manischen Symptomen, bei ausgeprägten Schizophrenien, da ist es ein bisschen schwierig, psychotischen Störungen und schweren Essstörungen. Verstehe.
Aber Sie haben ja sehr, sehr viele Studien gemacht und da sieht man, wo es wirkt. Und bei den anderen Sachen, die sind wahrscheinlich dann noch in der Entwicklung, wo man später helfen wird. Dann gehe ich jetzt mal zu einem neuen Stichpunkt. Thema digitale Gesundheitsversorgung. Zukunft, die nächsten 10 Jahre. Ich glaube, es lässt sich nur sehr schwer vorhersagen, was denn innerhalb der nächsten 10 Jahre passiert, weil das Feld sich so rasant entwickelt. Das sieht man jetzt mit den Large Language Models, also mit den KI-gestützten Assistenten, die plötzlich jeder halt irgendwie nutzt. Und genauso, denke ich, wird es auch bald in der Gesundheitsversorgung sein. Als ich damit angefangen habe, haben mich Leute ausgelacht, als ich die Ideen vorgestellt habe, dass wir so psychische Erkrankungen behandeln wollen. Und inzwischen wird es mehr und mehr zum Mainstream und in 10 Jahren ist es das Normalste der Welt, dass ob im Bereich der Psyche oder in allen anderen Bereichen, dass wir zu Hause unsere Verhaltenstagebücher haben, dass wir virtuelle Realitäten nutzen, dass wir Tools haben, die unsere Gesundheitshelfer zu unterstützen, zu analysieren, den Ärzten bereitstellen und zwischen Ärzten austauschen. Das wird Teil der normalen Versorgung sein. Jetzt ist es ja leider noch nicht, aber trotzdem, wenn Sie sich damit täglich beschäftigen, persönlich, was interessiert Sie immer noch am meisten? Wofür brennen Sie? Wofür brenne ich jetzt noch? Ja, viel meiner Forschung der letzten 15 Jahre hat sich darauf bezogen, zu zeigen, dass solche Ansätze wirksam sein können und so gut sein können wie traditionelle Vor-Ort-Ansätze. Und jetzt geht es darum, die Frage, können wir es noch besser machen? Also wir wissen, dass in der Behandlung psychischer Störungen und auch der Prävention psychischer Störungen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass es hocheffektiv ist, aber ganz viele Betroffene profitieren nicht. Es ist die Frage, ob wir mit digitalen Lösungen bisherige Behandlungsansätze noch besser machen können. Das würde ich mich freuen. Herr Ebert, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Psychische Gesundheit und überhaupt unser Wohlbefinden wird mit Sicherheit durch guten Schlaf beeinflusst. Laut einer aktuellen Studie steigt die Anzahl gerade bei jungen Erwachsenen, die unter Schlafstörungen leiden. Im Jahr 2022 waren es bereits 3% und dies ist in dieser Gruppe eine Steigerung von fast 50%. Johanna Schmickler ist Sportwissenschaftlerin an der TUM und forscht zu Schlaf und Erholung. Ihr Projekt TUM for Health hilft, Programme zu gesundem Schlaf zu entwickeln. Sie hat sogar einen Gast mitgebracht. Es ist Alexa Schneider, die an diesem Programm teilnimmt. Liebe Alexa, wie würdest du dein eigenes Schlafverhalten als Studentin beschreiben? Mein Schlafverhalten ist eher durchwachsen, in den Semesterferien auch mal entspannt, aber durch Vorlesungen und zum Beispiel meine neue Wohnung jetzt doch immer wieder stressig, auch mit der neuen Schlafumgebung. Gibt es denn im Uni-Alltag bestimmte Dinge, die dir den Schlaf rauben? Was mir direkt einfällt, ist der unregelmäßige Tagesablauf. Das heißt, es gibt manchmal Vorlesungen um 8 Uhr morgens und manchmal welche, die bis 8 Uhr abends gehen. Und was auch stressig ist, vor allem wenn man nebenbei noch arbeitet, dass man nicht immer 100% geben kann und nicht alles direkt abarbeiten kann. Und das bringt einfach auch den Schlafrhythmus durcheinander. Hallo Alexa Schneider und hallo Johanna Schmickler. Hallo. Ich konnte jetzt ganz kurz beobachten, wie ihr miteinander arbeitet. Danke für den Einblick. Johanna, du hast Sportwissenschaften studiert und in deiner Forschung konzentriert ihr euch auf Schlaf und Erholung. Wie kam das? Ja, wir haben gesehen, dass wir ganz viele verschiedene Studierende hier an der TUM haben. Wir haben zum Beispiel die Erstsemesterstudierende, wir haben Studierende aus Drittstaaten, wir haben Studierende im Masterstudium, die schon mit Blick auf ihr Berufsleben vielleicht gestresst sind und sehen auch eben, dass sich die Schlafqualität von den Studierenden sehr stark unterscheidet. Und auch tatsächlich sehr schlecht ist. Also über 50% der Studierenden weisen eine schlechte Schlafqualität auf. Und hier möchten wir eben mit unserem Online-Kurs ansetzen, um für diese Studierenden, auch wenn sie sehr verschieden sind, eine Möglichkeit anbieten, um ihre Schlafgesundheit zu fördern. Und wie unterscheiden sich diese Themen von anderen Aspekten des Gesundheitsmanagements?
Der Schlaf ist im Vergleich zu anderen Gesundheitsverhalten eher ein passives Gesundheitsverhalten und wir nehmen das oft als sehr selbstverständlich an und haben auch gesehen, dass der Schlaf bei Studierenden eher nicht priorisiert wird. Also wenn wir das zum Beispiel mit der Ernährung oder der Bewegung vergleichen, dann sehen wir da, dass der Schlaf eher als etwas gesehen wird, das verschoben wird und nicht so aktiv von den Studierenden angeht, aber eigentlich sehr wichtig ist eben für die Leistungsfähigkeit, für unseren Gesundheitszustand. Und wir auch sehen, dass sehr viele Studierende eigentlich eine sehr schlechte Schlafqualität aufweisen. Euer Projekt Schlaf und Erholung, heißt es, ist Teil von TUM for Health, dem studentischen Gesundheitsmanagement der TUM, das sich unter anderem mit mentaler Gesundheit im Studium befasst. Warum ist Schlaf, also gerade Schlaf, so wichtig für die mentale Gesundheit? Sehen wir einen sehr, sehr engen Zusammenhang zur mentalen Gesundheit. Also zunächst muss man hier auch einmal verstehen, dass es da eine sehr starke Wechselwirkung gibt. Das heißt, der Schlaf beeinflusst die mentale Gesundheit und wiederum die mentale Gesundheit den Schlaf. Und wenn wir uns vom Schlaf aus nähern, dann wissen wir, dass Schlaf uns hilft, all die Erlebnisse, die wir am Tag erleben und auch die Informationen, die wir aufnehmen, zu verarbeiten. Das heißt, die werden im Gehirn sortiert und das hilft uns auch, Stress abzubauen. Und ebenso ist es so, wenn wir einen Schlafmangel haben, dann wirkt das sich auf unsere emotionale Stabilität aus. Das heißt, wir sind eher nicht belastbar, können uns weniger gut konzentrieren und sind auch nicht so gut in der kreativen Problemlösung. Und das sehen wir auch dann bei den Studierenden. Und sorgt dann natürlich noch für mehr Stress, was dann einen Teufelskreis mit sich bringen kann. Das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, leider, aber da bin ich mir fast sicher. Was sind aus deiner Sicht die größten Missverständnisse oder falsche Annahmen, die wir in Bezug auf Schlaf haben? Also eine falsche Annahme ist, dass wir alle 8 Stunden Schlaf brauchen. Das ist so nicht ganz richtig. Also wir haben alle ein sehr individuelles Schlafbedürfnis. Und für uns Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren pendelt sich das eben zwischen 7 und 9 Stunden ein. Aber nicht alle brauchen eben diese 8 Stunden Schlaf. Und zum anderen ist es auch so, dass ein Mythos kursiert, dass man eben den Schlaf nachholen kann. Das wird dann gerne am Wochenende gemacht. Das geht aber auch leider nur bedingt so. Denn eigentlich ist es wichtig, für eine gesunde Schlafqualität einen regelmäßigen Rhythmus zu wahren. Also immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und auch zu ungefähr gleichen Zeit auch am Wochenende aufzustehen. Da ist bestimmt jetzt ein großer Teil der Zuhörenden traurig, weil das berühmte Ausschlafen ist ja was sehr Schönes. Gut, aktuell entwickelt ihr zusammen mit Studierenden einen Online-Kurs eben zur Förderung der Schlafgesundheit. Wie weit steht's? Also wir haben damit eigentlich schon sehr früh begonnen, indem wir den Gesundheitsstatus von Studierenden erfasst haben und auch die Schlafqualität beurteilt haben, um ein bisschen herauszufinden, welche Studierenden eigentlich ein besonderes Risiko haben für eine schlechte Schlafqualität. Das haben wir eben mit einer Fragebogenerhebung gemacht und dann qualitative Interviews geführt mit Studierenden und sie konkret gefragt, wie wir sie weiter eben unterstützen können und was sie sich von einem Online-Kurs erhoffen. Also wie wir den inhaltlich ausgestalten sollen, aber auch methodisch, was sie motivieren würde, am Kurs teilzunehmen. Und jetzt sitzen wir mit Studierenden, also das ist ein interdisziplinäres Team aus 10 Studierenden, zusammen und erarbeiten eben zusammen jetzt die Inhalte und das Format des Kurses. Und wir sind schon mittendrin und wollen eben im Frühjahr eine erste Pilotphase starten und dann auch Feedback von Studierenden einholen, um den Kurs dann weiter zu verbessern. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Welche Studierenden haben denn am meisten Schlafprobleme? Also das war eine Stichprobe unserer TUM-Studierenden und das haben natürlich nicht alle teilgenommen, aber wenn wir uns da die Fakultäten im Vergleich angeguckt haben, haben wir gesehen, dass die Studierenden, die im TUM-BWL-Studiengang waren, gegenüber den anderen Fakultäten ein erhöhtes Risiko für eine schlechte Schlafqualität hatten. Dann habe ich ja gleich die passende Frage. Was können denn Dozenten dagegen tun? Oder besser gesagt, ihren Studierenden helfen, dass sie besser schlafen, dadurch leistungsfähiger sind?
Also ganz generell, glaube ich, ist es wichtig, das Thema Schlaf einfach auch zu thematisieren und auch von Seiten der Dozierenden zu verstehen, dass eben ausreichend Schlaf und weniger Stress dafür sorgen kann, dass die Studierenden leistungsfähiger sind. Und zudem denke ich, dass man da auch mal die ganze Studienplanung in den Blick nehmen kann, um zu gucken, dass sich Prüfungen sich nicht genau in einer Woche häufen, sodass die Studierenden auch Möglichkeiten haben, da ihren Stundenplan ein bisschen zu entzerren und das Lernen zu erleichtern und auch flexible Lernmöglichkeiten zu schaffen, sodass vielleicht auch Dinge aufgezeichnet werden oder die Vorlesungen zu unterschiedlichen Zeiten angeboten werden, sodass die Studierenden da ihren Schlafrhythmus so ein bisschen nutzen können, beziehungsweise dann ihren Stundenplan anpassen können. Klingt super interessant. Ab wann wird denn der Kurs für Studierende verfügbar sein oder wann haben wir alle was davon? Auch die Mitarbeitenden übrigens? Also aktuell richtet sich der Kurs eben vor allem an Studierende und wir möchten den im kommenden Wintersemester, das heißt 2025/26, für alle TUM-Studierenden öffnen. Und Mitarbeitende können natürlich davon auch profitieren. Der ist auch geöffnet für Mitarbeitende. Die Praxistipps richten sich aber eben vor allem an Studierende, weil sie auch von Studierenden mitentwickelt werden. Und wir setzen darauf aktuell den Fokus. Gut, jetzt bin ich natürlich gespannt auf den Ausgang von euch beiden in dem Schlafgespräch. Ja, liebe Alexa, jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen zusammengearbeitet. Welche Tipps haben dir denn besonders geholfen? Was mir sehr wichtig ist, ist ein strukturierter Tagesablauf. Das heißt, dass ich mir genau anschaue, was ich wann zu tun habe, vor allem jede Woche, aber auch was in dem Monat ansteht, weil sonst, wenn ich nicht so viel tagsüber darüber nachdenke, kommt mein erster ruhiger Moment abends, wenn ich schlafen möchte, und dann komme ich in so eine Gedankenspirale rein und überlege, was ich jetzt wann, wie am schnellsten und am besten noch erledigen kann. Und das bringt nichts und das ist eher schlafraubend als fördernd. Finde ich einen guten Tipp. Also das heißt, tagsüber sich wirklich diese halbe Stunde nehmen und notfalls auch mit dem guten alten Papier und Stift aufschreiben. Für den Tag planst du dann oder für die Woche? Ich plane meistens für die Woche und den Monat auch, weil ich wohne jetzt auch alleine und ich weiß nicht, da kommt alles Mögliche zusammen, was ich noch nicht kannte, als ich zu Hause gewohnt habe. Diese ganzen Verpflichtungen auf einmal und auch Prüfungen und Abgaben, dass ich genau den Überblick behalte, was ich an welchem Tag machen kann, auch um Aufgaben zu verbinden oder auch Wege zu verbinden, wenn ich schon mal am Campus bin, dass ich gleich meine Karte aktualisiere. Solche Punkte sind es. Prima, vielen Dank. Ich fand, es war ein sehr interessanter Einblick und ich glaube, wir alle freuen uns dann auf den Online-Kurs und die Hilfestellungen, die dann hoffentlich für alle geöffnet werden. Danke. Vielen Dank für die Einladung. We are TUM. 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 We are TUM.